Heute befassen wir uns mit Röhrenverstärkertechnik und zwar mit einem Röhrenkopfhörerverstärker. Und zwar mit einem eisenlosen, im Englischen so schön Output Transformerless, also ohne Ausgangsübertragung. Denn das Problem ist bei Röhrenverstärkern, dass Ausgangsübertrager den Frequenzgang stark verändern. Und wir wollen uns das an dem Beispiel des Little Dot MK3 anschauen. Wir werden die Funktionsweise, die Grundlagen dazu und auch die technischen Parameter uns dann anschauen. Hier sehen wir zum Beispiel jetzt schon einen Sweep laufen, 20 Hertz bis 20 Kilohertz, und wir sehen die Antwort des Röhrenverstärkers. Das ist natürlich später dann noch genauer vermessen. Warum benötigt man denn eigentlich einen Kopfhörerverstärker? Kopfhörerverstärker sind deswegen notwendig, weil zum Beispiel die Kopfhörerausgänge an Leistungsverstärkern meistens nur Widerstände zur Leistungsbegrenzung der Endstufe besitzen. Integrierte Lösungen in Receivern, CD-Playern, Smartphones oder Computer weisen meistens einen zu hohen Ausgangswiderstand auf, um den Kopfhörer ausreichend zu bedämpfen. Also das heißt, die Kopfhörer-Eigenresonanzen zu bedämpfen. Meistens können diese einfachen integrierten Verstärkerausgänge High-End-Kopfhörer mit Impedanzen von 300 oder 600 Ohm nicht ausreichend ansteuern, und eine Kette für möglichst naturgetreue Wiedergabe bestehend aus CD-Player, Kopfhörerverstärker und High-End-Kopfhörer lässt sich damit aufbauen, so wie es hier unten geschildert ist. Ein CD-Player, der besagte Little Dot MK3 und ein High-End-Kopfhörer von Sennheiser. Hier haben wir jetzt kurz die technischen Daten dieses Röhrenkopfhörerverstärkers. Wir werden im Einzelnen noch darauf eingehen, da ist ja Frequenzgang, Klirrfaktor, und zunächst wollen wir uns mit der Ausgangsleistung befassen. Wir haben jetzt ein 300 Ohm Kopfhörer zugrunde gelegt, den Sennheiser HD800S, und da soll dieser Kopfhörerverstärker 350 Milliwatt liefern. Empfohlen ist er für Ausgangsimpedanzen von 32 Ohm bis 600 Ohm. Ja, zunächst, wenn wir eine Art Reverse Engineering betreiben, das heißt also, wenn wir vom fertigen Produkt die Funktion und die Schaltung uns ableiten wollen, dann müssen wir ja von der einen Parameter ausgehen, und wir haben die Ausgangsleistung gewählt. Die maximale Ausgangsleistung hat er ja angegeben in der Spezifikation mit 0,35 Watt an 300 Ohm. Und jetzt kann man mit dem Ohmschen Gesetz und der Leistungsformel B ist U mal I sich ausrechnen, wie jetzt die Ausgangsspannung, die dieser Verstärker dann liefern muss. Das wäre dann hier diese U-effektiv Max, die Wurzel aus der maximalen Leistung, wie angegeben in den Daten, mal den Widerstand des Kopfhörers, und dann bekommen wir und die Wurzel davon, und dann bekommen wir die 10,25 Volt. Dasselbe können wir machen dann mit dem Ohmschen Gesetz den maximalen Effektivstrom auszurechnen,
und der ergibt sich dann U-effektiv max durch den Kopfhörerwiderstand mit 0,034 Ampere, also 34 Milliampere. Nun müssen wir noch davon ausgehen, das ist hier der Effektivstrom. Für unser Verstärker muss natürlich den Spitzenstrom in der Sinusform auch verstärken können. Das heißt also, wir müssen den maximalen Effektivstrom mal Wurzel 2, das sind die 1,41 machen und bekommen dann den Spitzenstrom, den maximalen. Das wären im Fall des 300 Ohm Kopfhörers die 47,9 Milliampere. Das Ganze kann man auch dann für den 600 Ohm Kopfhörer machen. Bei dem wären dann 14,49 Volt U-effektiv maximal und 33,8 Milliampere Spitzenstrom. Hier ist es nochmal die Berechnung grafisch dargestellt. Strom und Spannung, also Spannung blau, Strom rot und dazu noch den Leistungsverlauf der Augenblicksleistung. Zu beachten ist, dass hier die Nulllinie für Strom und Spannung ist und es unterschiedliche Maßstäbe hier für die Spannung und hier für den Strom und dann auch für die Leistung, und die Leistung ist hier unten der Nullpunkt. Die Leistung kann ja nie, die Augenblicksleistung kann ja nicht negativ werden, und deswegen ergibt sich auch ein Leistungsverlauf mit der doppelten Frequenz. Und wir haben auch hier dann die entsprechende Darstellung. So, dann, was bietet sich denn an, wenn wir jetzt mit Röhren einen Verstärker aufbauen wollen, der jetzt niederohmig eine Last treiben kann? Also wir haben ja auf den Ausgangsübertrager verzichten wollen, weil wir ja einen optimalen Frequenzgang erreichen wollen. Und da bietet sich natürlich der Kathodenfolger oder die Anoden-Basisschaltung an, denn die hat einen hohen Eingangswiderstand, aber einen niedrigen Ausgangswiderstand. Das Problem ist allerdings, dass hier Spannungsverstärkung kleiner 1 ist immer, aber sehr wohl natürlich eine Stromverstärkung. Und jetzt wäre das ja eine Schaltung, die im Röhreneintaktprinzip Klasse A funktionieren würde. Das wäre das einfachste Schaltungskonzept mit wenigen Bauteilen im Signalweg. Schauen wir uns das jetzt an einer Kennlinie der tatsächlich verwendeten Doppeltriode 6N6B, jetzt in kyrillischer Schreibweise 6H, 6B für diese Triode. Für die gibt es natürlich auch entsprechende Vergleichstypen. Die Röhre hat einen maximal zulässigen Anodenspitzenstrom von 40 Milliampere. Und hier haben wir die statischen Kennlinien für entsprechende Anodenspannungen. Und dabei ist der Außenwiderstand 0 Ohm. Das heißt also, wir haben hier für Anodenspannungen von 160 Volt, 140 Volt, 120 Volt, 100 Volt, 80 Volt. Und hier ist die entsprechende negative Gitterspannung aufgetragen und hier der Anodenstrom. Wenn wir jetzt für den Klasse A-Betrieb einen Arbeitspunkt hier nehmen und von einer Anodenspannung von 100 Volt ausgehen, warum 100 Volt, das werden wir noch sehen im Verlauf des Schaltungskonzepts, dann hat es zur Folge, dass wir hier haben wir unsere Ansteuerung Gitterwechselspannung, und das wäre dann der sich ergebende Anodenstrom. Aber was wir sehen, wir erreichen hier nur 26 Milliampere, und wir sehen auch einen weiteren Nachteil dieser
Schaltung. Wenn wir hier jetzt nehmen den Arbeitspunkt, sagen wir ungefähr 20 Milliampere und eine Anodenspannung von 100 Volt, dann bedeutet es, dass wir eine Leistung von 2 Watt dauernd verbrauchen, ohne dass wir Anodenleistung von 2 Watt, Anodenverlustleistung von 2 Watt, muss ich sagen, ohne dass wir ein Nutzsignal verstärken. Ja, was können wir konstatieren? Das heißt, wir haben ja gesehen, die Grenzdaten habe ich gerade schon angesprochen. Wenn wir hier den linearen Bereich voll ausnutzen in diesem Kennlinienfeld, dann würden wir ja für die Anforderungen, die unser Kopfhörerverstärker als Maximalleistung angegeben hat, das wäre ja dann ISS, wir maximal, also Spitze, Spitze, wir müssen ja auch die negative Halbwelle verstärken, dann hätten wir zweimal IS Max, das wären zweimal die 47,9 Milliampere, das wären 95,8 Milliampere. Wir können also konstatieren, ein Röhreneintakt-Prinzip Klasse A mit einfachen Kathodenfolger wird wohl hier nicht funktionieren. Aber wie schaut denn eine Lösung aus? Und da hat der Mr. White schon im Mai 1943 ein Patent angemeldet für eine Schaltung, die heute tatsächlich noch mit White Cathode Follower oder White Kathodenfolger bezeichnet wird. Er hat sich überlegt, wie man denn eine eisenlose Endstufe aufbauen kann ohne Ausgangsübertrager. Das steht also hier ohne die Notwendigkeit eines Push-Pull-Output-Transformers und fand dann folgende Lösung. Er hat hier oben den bewussten Kathodenfolger, nicht? Der jetzt, hier ist das Eingangssignal und der Kathodenfolger hat jetzt einen Strom durch die Last, der in dieser Richtung fließt. Und nun hat er sich überlegt, wenn er jetzt eine Stufe in Kathodenbasisschaltung quasi hier in Serie schaltet, dann kann für die andere Halbwelle jetzt der Anodenstrom durch diese Röhre in diese Richtung fließen. Nun braucht er noch eine Ansteuerung für diesen Verstärker in Kathodenbasisschaltung, und zwar muss er den ja um 180 Grad phasengedreht ansteuern, und das hat er damit gelöst, dass er hier einen kleinen Anodenwiderstand in den Kathodenfolger eingebaut hat, an dem das hat zur Folge, dass hier eine Anodenwechselspannung entsteht, und das ist ja bekannt, dass die im Vergleich zur Gitterspannung die Anodenwechselspannung um 180 Grad phasengedreht ist, wie es hier angedeutet ist, und diese Spannung, diese Wechselspannung führt er über einen Kondensator auf das Steuergitter der normalen Kathodenbasisschaltung. Was er allerdings braucht, sind zwei Anodenspannungsquellen, und es hat einen weiteren Nachteil, die Ansteuerung hier liegt auf Anodenspannungspotenzial dieser Röhre hier. Warum er das damals auch gemacht hat, das waren ja, die Fernsehtechnik war schon so weit, dass auch Fernsehbilder mit über 400 Zahlen erzeugt werden konnten, und da sind dann höhere Videofrequenzen auch von 3-4 Megahertz notwendig, und diese Videosignale zu verstärken ist natürlich mit Übertragern nicht optimal, funktioniert nicht richtig, und da sind natürlich eisenlose Treiberstufen
für die Videokabel, wenn ich also über Leitung jetzt Videosignal übertrage, ein sehr großer Vorteil. Ja, wir sehen, unsere Eingangsschaltung, die wir anfangs hatten, müssen wir jetzt erweitern entsprechend, um dieses White-Patent. Und das würde dann so ausschauen oder schaut dann so aus. Wir haben hier jetzt die weitere Röhre in Kathodenbasisschaltung. Aber was jetzt im Little Dot realisiert ist, man braucht eigentlich keine zweite Spannungsquelle, wenn man nämlich hier diesen Auskoppelkondensator für die Last so groß macht, dass er auch jetzt als Spannungsquelle für die Röhre hier dienen kann. Wenn wir die beiden Röhren jetzt in Serie haben, dann bietet sich zwingend an, dass die Betriebsspannung hier so aufgeteilt wird, dass sich auf beide Röhren gleich verteilt. Das heißt also, hier unten wäre dann UB halbe. Das Ganze schaut dann so aus. Wir haben ja wieder hier unsere Eingangsspannung und wir haben hier unseren Kathodenfolger, der jetzt dann bei der positiven Halbwelle den Strom hier, den Wechselstrom, muss ich sagen, den Anodenwechselstrom hier über die Last, über den Kopfhörer treibt. Und bei der negativen Halbwelle dann, Ansteuerung erfolgt ja hier an dieser Anodenwechselspannung um 180 Grad gedreht auf dieses Steuergitter, sodass dann der Anodenstrom dieser Röhre mit diesem Elko als Spannungsquelle in diese Richtung fließt. Die Gittervorspannung wird hier in beiden Fällen durch den Kathodenwiderstand erzeugt. Der Anodenstrom durch den Widerstand erzeugt einen Spannungsabfall, wo hier der Pluspol ist, und das bedeutet, wenn die Kathode positiver als das Steuergitter ist, das heißt also, das entspricht dann einer negativen Vorspannung des Steuergitters. Dasselbe ist hier gemacht, nur hier ist noch der Kathodenwiderstand mit einem Elko überbrückt, das heißt, hier erfolgt keine Stromgegenkopplung. Ja, am Ausgang erreichen wir dann den Wechselstrom, so wie wir ihn dann auch brauchen. Hier einmal der rote Anteil, hier der blaue Anteil, wieder so, wie wir das an den Kennlinien ja noch sehen werden. Das heißt, was müssen wir jetzt tun? Wir müssen ja für jede Halbwelle den Aussteuerbereich vergrößern. Das heißt, wir haben hier wieder den linearen Bereich bei 100 Volt. Wissen wir ja jetzt auch, bei der Serienschaltung der beiden Röhren bleibt für eine eben diese ca. 100 Volt. Und wir schieben jetzt den Arbeitspunkt nach unten, und zwar so weit es möglich ist, bis wir in den gekrümmten Bereich kommen. Und dann sehen wir, dass wir jetzt schon hier 32 Milliampere Anodenspitzenstrom hätten. Wenn wir jetzt uns das nochmal anschauen für den 300 Ohm Kopfhörer, würden wir ja 95,8 Milliampere brauchen und für den 600 Ohm Kopfhörer die 67,6 Milliampere. Das schaut dann im Gesamten so aus, wenn wir jetzt die beiden untereinander zeichnen. Wir haben jetzt hier auch nochmal das Kennlinienfeld für die negative Halbwelle, nicht? Also hier die Ansteuerung für die untere Röhre, und da sehen wir ja ein symmetrisches Verhalten quasi. Das heißt also, wir haben dann ja zweimal
32 Milliampere zur Verfügung. Der Anodenstrom ist natürlich auch positiv. Er fließt halt nur jetzt für die Last in die andere Richtung. Ja, schauen wir uns den Kopfhörerverstärker jetzt im Schaltbild genauer an. Dann ist es so, dass wir also erstens nur mal einen Kanal gezeichnet haben und auf die Anodenspannungs- und Heizspannungserzeugung verzichtet haben, weil die ja State of the Art ist. Das kennt jeder. Das brauchen wir hier jetzt nicht näher erläutern. So, wir sehen hier, dass wir ja eine Eingangsstufe brauchen, weil wir ja gehört haben auch schon, dass der Kathodenfolger hier nur eine Spannungsverstärkung von kleiner 1 hat. Das heißt, wir brauchen eine Vorstufe entsprechend. Das Ganze am Eingang geht auf einen 50 Kiloohm Potentiometer. Der stellt auch den Eingangswiderstand dar, so ist er auch im Datenblatt angegeben als 50 Kiloohm Widerstand. Dann geht das Eingangssignal über den C1, hier 2,2 Mikron und 10 Kilo auf das Steuergitter der Röhre 1. Die Gittervorspannung wird jetzt wieder über einen Kathodenwiderstand erzeugt, haben wir ja gehört. Der Stromfluss durch den Widerstand bedeutet hier einen positiven Spannungsabfall. Und das hat zur Folge, dass das dann so erscheint für die Röhre, als ob sie eine negative Gittervorspannung hätte. Wechselstrommäßig ist überbrückt, es ist also keine Stromgegenkopplung. Hier muss natürlich ein Fußpunkt da sein. Das basiert jetzt hier über diesen Widerstand-Kombination. Es natürlich im praktischen Aufbau darf die Leitung natürlich nicht so lang sein, weil wir ja hier direkt am Steuergitter sind. Das ist nur zur einfachen Darstellung halt, damit es möglichst übersichtlich ausschaut, so gezeichnet. Das Verstärkte, das ist eine Kathodenbasisschaltung. Das verstärkte Signal hier an der Anode geht über diesen Koppelkondensator und diesen Widerstand auf Steuergitter des Kathodenfolgers und der dann hier sein Strom an die Last quasi liefert, wechselstrommäßig jetzt. Gleichstrommäßig läuft es natürlich über die Röhren. Kathodenwiderstand zur Arbeitspunkteinstellung haben wir schon erklärt und das Gitter, der Bezug ist hier über den 470 Kilo. Die Kathodenbasisschaltung hier haben wir auch drüber gesprochen, 120 Ohm für den Arbeitspunkt und hier die 220 Mikro zur Überbrückung, damit hier keine Stromgegenkopplung auftritt. Der bewusste kleine Widerstand in der Anodenleitung des Kathodenfolgers, der hier jetzt eine 180 Grad gedrehte Spannung im Vergleich zur Eingangsspannung jetzt erzeugt, geht dann über den 0,22 Mikrofarad hier auf das Steuergitter der Kathodenbasisschaltung und die dann eben zum Großteil die negative Halbwelle übernimmt. Der 10 Kilo hier ist deswegen erforderlich, wenn jetzt der Verstärker eingeschaltet wird, ist es keine Last von außen angeschaltet, kein Kopfhörer, dann würde ja sich der 220 Mikro nicht aufladen können auf die halbe Betriebsspannung. Was noch schlimmer wäre, es würde ja der Kondensator über die Gegenkopplungswiderstände am Steuergitter der Vorstufe liegen. Warum sind es hier zwei Kondensatoren? Und wenn wir einen
sehr guten ebenen Frequenzgang anstreben, dann ist es so, dass hier eben eine große Auskoppelkapazität notwendig ist und zeitgleich und gleichzeitig ist natürlich auch, dass hier die Anodenspannungsquelle, der muss natürlich ausreichende Kapazität haben. Und der hier ist jetzt für die hohen Frequenzen, wenn er hier eine Induktivität hat, ist für die hohen Frequenzen zuständig. Ja, zur Gegenkopplung. Die Verstärkung der ganzen Schaltung kann über diese Spannungsgegenkopplung eingestellt werden. Wie wir ja gesehen haben, dreht er hier, der Kathodenfolger, die Phase nicht. Das heißt also, die Phasendrehung, die die Röhre vornimmt, bedeutet ja, dass das Signal hier um 180 Grad gedreht ist. Wenn die Röhre hier nicht dreht, dann haben wir im Vergleich zur Eingangsspannung eine um 180 Grad gedrehte Spannung und die können wir über den Widerstand auf das Steuergitter hier führen und das hat zur Folge, dass diese Gegenkopplung auch die nichtlinearen Verzerrungen runtersetzt, dadurch, dass wir ja im gekrümmten Bereich unten sind für diese beiden Röhren, sodass also auch hier eine Verbesserung erzielt wird. Ja, soweit zur Scheidung. Hier haben wir nochmal den tatsächlichen Aufbau. Ja, ist noch zu sagen, die Verstärkung lässt sich umschalten über diese kleinen Schiebeschalter, sogenannte Dip-Schalter, die durch die Gehäuseunterboden zugänglich sind, die dann verstellen kann und damit lässt sich dann die Verstärkung umschalten, je nachdem, welche Kopfhörertypen man noch bedienen will. Also meine Versuche mit dem 300 Ohm Kopfhörer, ich kam mit der Ausgangsbeschaltung, so wie es eingestellt war, das war vierfache Verstärkung und ich habe dann auch nachgemessen, die Spannungsverstärkung war vierfach. Interessanterweise Fertigung in Far East, aber es wird darauf hingewiesen, dass von Firma Wima und Röderstein exzellente Folienkondensatoren verbaut werden. Ja, wie schaut es denn tatsächlich mit der maximalen Ausgangsleistung aus? Ich habe dann mal nachgemessen bei ohmscher Last. Da ist es so, hier das Oszillogramm, das hier ist die Ausgangsspannung und das hier ist der Maßstab für die Ausgangsspannung. Die Eingangsspannung habe ich auch noch mit aufgenommen. Die hat einen anderen Maßstab. Ich habe sie nur, der hier jetzt nicht gezeigt ist, ich habe sie nur deswegen mit aufgenommen, dass man auch sieht, dass die Eingangsspannung zur Ausgangsspannung um 180 Grad Phasen gedreht ist. Ja, wie wir hier sehen, was der Effektivwertmesser anzeigt, RMS 7,082 Volt, das war so eingestellt kurz vor der Begrenzung, die auftritt. Das heißt, ich kann mir dann die tatsächliche maximale Ausgangsleistung berechnen und das ist U effektiv max im Quadrat dividiert durch den Kopfhörerwiderstand und hier diese 7,082 Volt eingesetzt, ergibt dann 0,167 Watt, also 167 Milliwatt. Wir sind weit von den angegebenen 350 Milliwatt entfernt. Und dann habe ich ein Oszillogramm aufgenommen, bei dem ich die Eingangsspannung noch ein bisschen mehr erhöht habe, also von einsetzender Begrenzung der Ausgangsstufe
bis zur deutlich sichtbaren Begrenzung. Und was wir hier sehen an der Ausgangsspannung, das ist einseitig begrenzt. Das sollte eigentlich nicht sein. Das heißt also, die Arbeitspunkte der beiden Stufen, also des Kathodenfolgers und der Kathodenbasisschaltung, ist nicht sehr gut abgeglichen. Im richtigen Fall müsste dann die Begrenzung auch hier zu gleicher Zeit einsetzen. Was wir dann hier sehen, das wären effektiv 8,79 Volt gemessen jetzt hier für diese Ausgangsspannung. Und das nach derselben Formel berechnet, das wären dann die 257 Milliwatt. Selbst hier bei der Begrenzung sind wir noch weit von den angegebenen 350 Milliwatt entfernt. Wobei jetzt die Geschichte auch so zu sehen ist, inwieweit der Effektivwertmesser jetzt bei nicht sinusförmiger Spannung noch korrekt anzeigt. Das hier ist ein Digital-Oszilloskop. Dort ist es sicherlich so, dass der Effektivwert berechnet wird und damit wahrscheinlich auch korrekt ist. Aber wie gesagt, so ein Betrieb ist ja illusorisch und in die Begrenzung darf man auf keinen Fall kommen. Dann kommen wir zum Frequenzgang. Ich habe den Frequenzgang gemessen mit der Anordnung hier, also mit einer effektiven Eingangsspannung des Röhren-Kopfhörerverstärkers von 1 Volt und dann die effektive Ausgangsspannung gemessen. Und zwar an einer Last mit einem Sennheiser HD 800S, der ja 300 Ohm hat. Die genaue Messung mit einer Messbrücke hat dann 315 Ohm ergeben, aber das ist ja eine marginale Abweichung von den 300 Ohm. Wichtig dabei ist der 0 dB Bezugspunkt. Das sind hier auf etwa 200 Millivolt effektiv bei 1 Kilohertz. Wir sehen auch hier, dass, wenn wir das mit den Spannungswerten für die maximale Ausgangsleistung betrachten, dass das eine sehr niedrige Spannung ist. Das heißt also, in der Praxis haben wir auch für diesen Kopfhörer einen sehr großen Abstand zu der maximalen Ausgangsleistung. Auch die Werte, die ich gemessen habe, sind noch genügend weit entfernt, sodass dabei keine Probleme sicherlich mit Übersteuerung auftreten. Also wie gesagt, hier auf der Senkrechten die effektive Ausgangsspannung in Millivolt effektiv aufgetragen. Der Nullpunkt ist unterdrückt, weil eben hier der Bereich sehr genau dargestellt werden soll, denn in den Daten gibt die Little Dot MK3 Spezifikation an, dass der Frequenzgang von 12 Hertz bis 100 Kilohertz innerhalb von minus 1 dB läge. Glauben ist eine Sache, Nachmessen ist noch besser. Und wie gesagt, das habe ich getan. Ich habe jetzt dann hier 1 Kilohertz, ist ja meistens der Bezug die 0 dB angesetzt. Und das ist eine Abhörlautstärke mit dem Lautstärkeregler ebenso eingestellt, wie ich normalerweise jetzt ein Musikstück abhöre. Was wir hier sehen können, ist, dass bei 200 Hertz eine Überhöhung von 0,234 dB auftritt, die dann hier 0,086 dB, hier haben wir unser 0 dB der Bezugspunkt, und dann geht es hier marginal
in die Minuswerte. Hier bei 15 Kilohertz minus 0,236 dB, also immer noch sehr weit von der minus 1 dB Grenze weg, steigt dann hier wieder an auf minus 0,073 dB und erst bei 50 Kilohertz geht es auf minus 0,939 dB und bei 100 Kilohertz minus 1,16 dB. Aber das ist eine vollkommene irrelevante Frequenz. Es ist ja ein Kopfhörerverstärker, der jetzt nicht für Fledermäuse gebaut ist, sondern für Menschen. Und da bewegt sich halt der Hörbereich zwischen 20 Hertz und 20 Kilohertz. Also man kann sagen, ein sehr guter linearer Frequenzgang. Diese Anhebung hier, das habe ich auch nachgemessen, mit einem ohmschen Widerstand, wenn man also mit einem 300 Ohm Messwiderstand arbeitet und nicht mit dem Kopfhörerwiderstand, dann ist diese Anhebung auch weg. Und zwar ist es so zu erklären, dass der Ausgangswiderstand des Little Dot MK3 nicht niederohmig genug ist und die Eigenresonanz des Kopfhörers nicht ausreichend bedämpft. Ist es eine rein ohmsche Last, dann ist diese Überhöhung auch weg. Ja, also man kann sagen, Frequenzgang sehr gut. Kommen wir zum Hörtest mit dem Referenzkopfhörer Sennheiser HD800S. Der ist jetzt gemacht mit einem Sony CD-Player, mit dem CDB X202S. Der hat einen Frequenzgang von 2 Hertz bis 20 Kilohertz bei plus minus 0,5 dB. Und der Little Dot haben wir jetzt gerade das Messergebnis, was ich nachgemessen habe, Punkt für Punkt. Der hat 12 Hertz bis 100 Kilohertz bei minus 1 dB. Und der Kopfhörer hier, der HD800S, hat 10 Hertz bis 44,1 Kilohertz bei minus 3 dB. Das heißt, wir bleiben ja bei der Beurteilung beim menschlichen Gehör eigentlich im Bereich von 2 Hertz. Ja, das ist auch schon nicht mehr der normale Hörbereich bei 20 Hertz bis 20 Kilohertz. Das heißt also, hier ist die Kette wunderbar. Das heißt also ein sehr ebener Frequenzgang. Beim Klirrfaktor, also dem Oberwellenanteil, wenn ich jetzt einen rein 1 Kilohertz Sinus zum Beispiel einspiele und der Verstärker erzeugt zusätzlich zu dieser Sinusfrequenz von 1 Kilohertz Oberwellen bei 2 Kilohertz, 3 Kilohertz, 4 Kilohertz und so weiter, dann verfälscht es ja die Wiedergabe. Und dieser Oberwellenanteil wird gemessen und als Klirrfaktor ausgedrückt. Und wir sehen hier bei der CD, die ja letzten Endes die beste häusliche Wiedergabequalität bietet. Wir haben 0,005% und der Little Dot hat allerdings 0,15% im Datenblatt angegeben, aber bei 80 Milliwatt. Das heißt also, er wird, wenn wir jetzt in die Richtung der Maximalleistung von 350 Milliwatt gehen, noch weiter ansteigen. Und der Kopfhörer selber, der hat 0,02%. Das heißt also, hier ist in der Kette der Röhrenkopfhörerverstärker das schlechteste Glied. Man muss aber gerechterweise sagen, dass man jetzt Klirrfaktor unter 0,5% sehr schwer zu hören sind. Man kann es zum Beispiel nur hören, wenn man jetzt möglichst sinusförmige Signale oder Musikstücke anhört, zum Beispiel Flöten, die relativ sinusförmige Signal abgeben. Ein Schlagzeug kann man einen Klirrfaktor überhaupt nicht beurteilen.
in Größenordnung von 5 bis 10% ist es schwierig, bei einem Schlagzeug den Klirrfaktor überhaupt zu hören. Das heißt also, normale Menschen hören bis 0,5% keinen Klirrfaktor. Das heißt, das ist eigentlich auch kein Killerkriterium jetzt für diesen Röhrenkopfhörerverstärker. Die Leistungsabgabe, Leistungsangabe, die ist natürlich bei der Quelle nicht relevant. Der Lineout 2 Volt, typisch für einen CD-Player bei 50 Kiloohm. Wir haben auch gesehen beim Schaltbild, das passt wunderbar. Er hat hier hinten für die Cinch-Eingänge auch 50 Kiloohm Eingangswiderstand. Der Little Dot hat eine Ausgangsleistung von 350 Milliwatt bei 300 Ohm angegeben. Die Nachmessung hat ergeben, dass das nicht stimmt, dass wir bei 350 Milliwatt bei 600 Ohm einen niedrigeren Strom brauchen, aber allerdings eine höhere Spannung. Der Sennheiser Kopfhörer hat maximal 500 Milliwatt nach dieser europäischen Norm gemessen. Das ist seine Nenndauereingangsleistung. Das heißt also, der Abstand hier ist auch genügend groß. Und wie gesagt, die 500 Milliwatt benötigt man auf keinen Fall bei normalem Betrieb. Man kann also sagen, in der ganzen Kette ist das hier eigentlich die Schwachstelle, aber es spielt eigentlich für den Normalhörer, wird sich schwer tun, 0,15% Klirrfaktor überhaupt zu hören. Wenn wir jetzt vergleichen den Referenzkopfhörerverstärker Sennheiser HDV 820, müssen wir natürlich dazu sagen, der kostet 2.699 Euro. Ich habe den auch. Der hat natürlich Funktionen, die hier nicht implementiert sind. Er hat einen symmetrischen Ausgang für die Ansteuerung des Kopfhörers, nicht nur asymmetrisch. Und er hat auch die entsprechenden für diesen Balanced Ausgang, wie man im Englischen sagt, also für diesen symmetrischen Ausgang, der störspannungsgünstiger ist, entsprechende Eingangsbuchsen auch, und auf der Rückseite bedient er alle möglichen Steckernormen und Übertragungsnormen neben Cinch, auch eine optische Schnittstelle, ein USB-Digitaleingang, dass man einen Datenstream vom Computer laden kann und eben damit sehr universell einsetzbar ist. Das heißt also, man kann mit ihm sogar digital von den Stream einspeisen. Das heißt, er hat einen hochpräzisen, sehr hochwertigen DA-Konverter, also Digital-Konverter auch eingebaut. Aber das war ja jetzt nicht die Quintessenz, sondern wir wollen ja bei dem Betrieb, den ich aufgezeigt habe, die beiden vergleichen. Und dann sehen wir Frequenzgang, der Little Dot gibt -1 dB an. Wir haben ja in der Messung gesehen, dass er das bei weitem im Hörbereich gar nicht ausnützt. Das heißt, das ist nur -1/4 dB. Er gibt an 10 Hertz bis 100 Kilohertz kleiner 0,5 dB. Also da kann er absolut mithalten. Klirrfaktor habe ich schon erklärt, 0,15% zu 0,01%. Also wirklich ein absoluter High-End-Verstärker. Die maximale Ausgangsleistung, also wir haben gesehen, die erreicht er nicht. Bei 600 Ohm wird sich vielleicht ein bisschen günstiger darstellen. Ich habe das nicht nachgemessen. Ist sicherlich auch kein Killerkriterium, weil man diese Ausgangsleistung auch gar nicht braucht. Er hier gibt sogar 480 Milliwatt
bei 1 Kilohertz und 600 Ohm. Also er spezifiziert ganz genau, das hätte er hier auch machen müssen. Er kann nicht das für 300 und 600 Ohm zugleich angeben. Die Leistungsaufnahme, naja, ein Röhrenverstärker 30 Watt. Allein die Heizleistung, die Anodenverlustleistung, die dazu kommt, er hat nur 12 Watt nominal, wobei hier ja jede Menge Schaltkreise noch bedient wird, die hier gar nicht vorhanden sind. Verkaufspreis, ich habe den Little Dot ja schon länger in Betrieb. Ich habe ihn 2016 gekauft und da hat er 296,99 Euro gekostet, also knapp 300 Euro. Und er läuft auch seitdem und läuft auch stabil. Als Nachfolger gibt es jetzt den Little Dot MK4 SE, der aber nahezu den gleichen Aufbau hat. Es sind für die Endstufe eine etwas geänderte Röhre enthalten, also für die beiden Triodensysteme. Und dadurch hat er dann eine bisschen höhere angegebene Ausgangsleistung. Inwieweit es messtechnisch dann auch tatsächlich zutrifft, ist eine andere Geschichte. Und dann ist angekündigt, bei Amazon kann man den sehen, den Little Dot Zero, der hat dann auch eine USB-Schnittstelle jetzt für einen digitalen Datenstrom vom Computer und einen Bluetooth-Empfänger, um drahtlos den Kopfhörerverstärker anzusteuern. Aber es sind mechanisch noch das Gehäuse und so weiter benutzt. Er hat nur zwei kleine Trioden, nein, es sind Betoden, zwei kleine Betoden drin, also quasi eine abgespeckte Vorstufe. Die Endstufe ist keine Röhrenendstufe mehr, das heißt, das ist ein Pseudo-Röhrenverstärker, dieser Little Dot Zero. Die beiden Röhren, die jetzt enthalten sind, sollen nur vortäuschen, dass er ein Röhrenverstärker ist. So, das war jetzt der Vergleich mit einem absoluten Referenzverstärker, aber man muss natürlich auch den Preisunterschied sehen. Ich glaube, der größte Nachteil liegt, wie gesagt, in der nicht so optimalen Bedämpfung durch den Ausgangswiderstand, denn ich habe jetzt im Internet recherchiert, da gibt es eine Messung, der hat 54 Ohm gemessen und ich habe eine Überschlagsrechnung gemacht. Ich bin auf 47 Ohm gekommen. Wenn man eine Messung im Statischen vornimmt, ist der Ausgangswiderstand noch niedriger, aber es ist natürlich bezogen jetzt auf die Bedämpfung, wie wir gesehen haben, zu wenig. Die Anhebung jetzt im unteren Frequenzbereich durch die Eigenresonanz des Kopfhörers ist nicht ausreichend bedämpft. Aber wenn wir zum Resümee kommen, zum Fazit, also im reinen subjektiven Hörvergleich, also ich gehe von mir jetzt aus, und normale Abhörlautstärke von CD-Aufnahmen mit Musikstücken, die von akustischen Instrumenten eingespielt wurden, von denen dem Zuhörer der Originalklang bekannt ist, liefert der Little Dot MK3 eine annehmbare Wiedergabequalität. Wie schon gesehen an dem Vergleich, ein Referenzklassenkopfhörerverstärker ist er natürlich nicht. Aber ich muss zur Ehrenrettung sagen, ich habe ja in meinem Berufswerdegang als Rundfunkmechaniker bei Grundig in der Lehrwerkstatt angefangen. Und wenn ich jetzt die Röhren glühen sehe, dann denke ich immer an die Zeit, an der ich damals als
Auszubildender als Lehrling meinen ersten Röhrenverstärker aufgebaut habe. Und ich war begeistert und stolz, wie toll der klingt und wie schön das funktioniert. Das heißt, es ist auch eine gewisse Nostalgie damit verbunden, wenn ich mit diesem Verstärker höre. Über ein Like würden wir uns sehr freuen und noch besser wäre natürlich, wenn ihr unseren Kanal abonnieren würdet. Erst einmal auf Wiedersehen und tschüss, bis zum nächsten Podcast.